In diesem Video möchte ich dir mein minimalistisches Bullet Journal vorstellen und zeigen, dass ein ganz einfaches System viel hilfreicher sein kann als prunkvoll gestaltete Seiten und dass das in Ordnung ist, auch wenn ich mir oft genau das gewünscht habe. Falls du gar nicht weißt, was ein Bullet Journal ist, dabei handelt es sich um ein Notizbuch, das man frei gestalten kann und so als Kalender und für alles nutzt, was man möchte. Man plant Termine, trägt Telefonnummern ein, schreibt seine Wochenpläne oder macht Listen für alles Mögliche. Man kann sein ganzes Leben darin planen und alles so gestalten, wie man will, ohne dass man an irgendwelche vorgefertigten Kalenderseiten und Layouts gebunden ist. Viele nutzen es auch, um sich kreativ auszuleben, basteln und kleben Dinge ein, sodass am Ende ein wundervoll gestaltetes Buch dabei herauskommt, das auch sehr gut als Erinnerung dienen kann. Und wofür braucht man das Ganze? Nun ja, manchen Menschen macht das Planen Spaß und wieder andere hassen es. Ich zum Beispiel plane sehr gerne, da ich dadurch ein besseres Zeitmanagement habe und wesentlich mehr schaffe. Ansonsten lebe ich manchmal einfach in den Tag hinein, da ich auch sehr gut das Nichtstun genießen kann. Da ich aber produktiv sein und viel lernen möchte, ist das Bullet Journal für mich die ideale Möglichkeit, alles, was zum Leben dazugehört, zu planen, meine Termine nicht zu verpassen und gleichzeitig alles für mich so einzubauen, damit ich jeden Tag glücklich sein kann und das mache, worauf ich auch Lust habe. Andere nutzen es als Erinnerungsalbum und wieder andere haben einfach Spaß, Listen zu machen. Manche kommen auch einfach ganz ohne aus. Ob und wie du also ein Bullet Journal führen willst, bleibt ganz dir überlassen. Bevor ich mein Bullet Journal gestartet habe, habe ich mir zig Videos darüber angesehen, Inspirationen geholt und da ich Notizbücher sowieso liebe, ein paar wirklich schöne Büchlein für meinen Start zugelegt. Ich denke, ähnlich ging oder geht es dir auch gerade? Falls ja, schreib mir doch gerne einmal einen Kommentar, auf welchem Stand du beim Bullet Journaling bist. Nun hatte ich also ein paar Bücher für den Start. Die meisten waren punktkariert, damit ich mir Formen und Linien ziehen kann, wie ich es möchte und ich das Beste aus dem Journal herausholen kann. Außerdem Dutzende verschiedene Stifte, mit denen ich fleißig die Seiten gestaltete, die ich gerne nutzen wollte. Eine Jahresübersicht, Monatsübersichten, ein Finanzplan, ein Habit-Tracker, eine Bücherliste, Reiseziele, Geschenkideen. Die Liste war endlos. Schon bei der ersten Seite habe ich mich verschrieben, war todunglücklich und wollte am liebsten ein neues Notizbuch anfangen. Irgendwie habe ich die Fehler dann aber kaschiert und habe es zu ein paar hübschen Seiten gebracht, die ich nutzen konnte, was ich auch tat, nur leider nicht mehr als 1 oder 2 Wochen. Über die letzten 3 Jahre habe ich Verschiedenes ausgetestet, immer wieder neu gestartet und stets Hoffnung auf Besserung gehabt, dass ich doch noch diszipliniert werden würde und mein Bullet Journal hegen und pflegen würde, wie meinen Augapfel, bis ich es vor ein paar Monaten eingesehen habe. Das Ganze ist nichts für mich. Ich habe leider nicht die Muße, regelmäßig schöne Illustrationen und Bastelarbeiten in meinem Notizbuch durchzuführen. Und dann kam ich zum Ursprung des Bullet Journalings zurück und schaute mir Videos von und über Ryder Carroll an, der als Erfinder dieses gilt. Das ist es, was ich suche. Ein einfaches System, um Termine zu planen, mein Leben zu regeln und Gedanken zu ordnen. Ich für mich habe nun seit ein paar Monaten ein noch minimalistischeres System, das für mich funktioniert. Ein Notizbuch mit Knicken und Rissen, zusammengeklebten Seiten und durchgestrichenen, gekrakelten Wörtern. Das zeige ich dir gleich. Und wenn du mehr Videos von mir zu den verschiedensten Themen sehen möchtest, dann lass mir gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke. Und wenn dir das Video gefällt, freue ich mich natürlich auch sehr über einen Daumen nach oben von dir. Ganz an den Anfang meines wirklich sehr minimalistisch gehaltenen Notizbuchs hat es eine Jahresübersicht geschafft. Die nutze ich für Geburtstage und Termine gleichermaßen. Auch bleiben darf, da ich sie bereits geschrieben habe und tatsächlich öfter mal nutze, eine Liste, in der Gerichte stehen, die ich kochen könnte. Weiter geht's dann auch schon mit den Monatsübersichten. Die nutze ich vor allem für Termine und alles, an was ich mich erinnern will. Zu guter Letzt findet sich dann auch noch eine Putzroutine in meinem Notizbuch, an der ich meine täglichen To-Dos orientiere. Und das war's auch schon mit den festen Seiten. Denn den kompletten Rest, inklusive des Index, habe ich leider nur zu Beginn und ganz selten mal zwischendurch benutzt. Das Herzstück meines Bullet Journals bilden To-Dos, Ideen und Termine. Sobald sich etwas erledigt hat, wird es durchgestrichen. Um schneller etwas wiederzufinden, wenn ich mir beispielsweise eine Idee aufschreibe, habe ich ein paar kleine Symbole, die ich neben die Stichpunkte schreibe.
Hauptsächlich sind das eine Glühbirne für allerlei Erinnernswertes und Dinge, die ich bald wieder aufgreifen will. Einen Pfeil male ich, wenn es mal etwas Wichtiges zu erledigen gibt, das schnell abgehakt werden muss und nicht untergehen darf. Wenn es noch wichtiger als wichtig ist, male ich mir den Punkt auch mal rot aus, damit es etwas hervorsticht. Um bei dem ganzen Durchstreichen insgesamt den Überblick zu behalten, mache ich oben in die linke oder rechte Ecke ein X, damit ich weiß, dass alles auf der Seite abgehakt ist und ich diese überspringen kann, wenn ich mal durch das Buch blättere. Da ich nur mit schwarzem Stift schreibe, kann es sonst auch schnell einmal unübersichtlich werden. Und das war's auch schon. Das deckt für mich alles ab, das ich in meinem aktuellen Leben zu planen habe. Die großen Vorteile sind, dass ich mir nicht mehr selbst im Weg stehe, indem ich viel zu perfektionistisch herangehe und ich nicht mehr als einen Stift und das Buch für meine komplette Planung brauche. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und vielleicht auch geholfen, die Handhabe mit deinem eigenen Bullet Journal für dich zu optimieren. Bei mir hat es nämlich eine ganze Zeit lang gedauert, endlich vom Perfektionismus wegzukommen und einfach das Planen an sich zu genießen und nicht bloß das Drumherum. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut. Tschüss.